鸡鸣狗盗, wie ein Hahn krähen und wie ein Hund stehlen. Der Fürst Meng Changjun aus dem Qian war bekannt für seine Offenheit bei der Einstellung von privaten Gehilfen, genannt Mengke. Unter seinen tausenden Mengke gab es sowohl gut gebildete Gelehrte und Kämpfer als auch analphabetische Diebe und Volkskünstler. Einmal verreiste Meng Changjun ins Qian, um dort als Reichsminister zu arbeiten, und nahm Tausende seiner Mönche mit. Dort säte man ihm gegenüber Zwietracht, was schließlich dazu führte, dass der König des Qian-Reichs sein Vertrauen in Meng Changjun verlor, ihn festsetzen ließ und umbringen lassen wollte. Um sich zu retten, hatte Meng Changjun vor, eine bevorzugte Konkubine des Königs zu bestechen, die den König zur Freilassung überreden sollte. Die Konkubine wünschte einen wertvollen Pilz als Bedingung für diese Aufgabe. Aber der einzige Pilz, den Meng Changjun mitgebracht hatte, war schon an den König verschenkt worden. Als er und seine Mönche sich den Kopf zerbrachen, um die Lösung zu finden, trat ein dünner und kleiner Mann hervor und sagte: Ich bin überzeugt, aus dem Lagerraum des Königs den Pilz stehlen zu können, indem ich einen Hund nachmache. In der Nacht gelangte er durch den Hundeeingang in den Lagerraum des Palasts. Er krabberte und bärte so gut, dass niemand auf den Diebstahl aufmerksam wurde. So schafft es Meng Changjun, die Konkubine mit dem gestohlenen Pilz zu bestechen. Als Gegenleistung nutzte sie die Schwächephase des Königs im Bett aus und überredete ihn zur Freilassung von Meng Changjun. So bekam Meng Changjun den Passierpass, das Qian-Reich verlassen zu dürfen. Meng Changjun und seine Mönche flohen so schnell wie möglich, denn der König behauptete schon am nächsten Morgen die Freilassung und schickte Soldaten, um Meng Changjun anzuholen und festzunehmen. 3 Tage nach der Abfahrt erreichte Meng Changjun mitten in der Nacht den östlichen Zollpunkt des Hangu-Passes. Der Grenzpunkt war gemäß den Gesetzen aber bis zum ersten Hähne-Schrei geschlossen, was Meng Changjun in Lebensgefahr versetzte. In der Notsituation trat ein anderer Mönch hervor, der für Stimmenimitationen talentiert war, und sagte: Ich kann den Pass öffnen lassen, indem ich einen Hahn nachmache. Er krannte laut wie ein echter Hahn. Die echtreine Namen war, dass es sich um einen Artgenossen handeln musste, und krannten ebenfalls. Die Passschüsse wurden erweckt und machten verwirrt den Pass auf. Meng Changjun verließ sodann das Qian-Reich, lange vor dem Morgengrauen. Die 2 Mönche, die jeweils Hunde und Hähne gut nachmachen konnten, haben Meng Changjun das Leben gerettet. Im Chinesischen bedeutet das Idiom 鸡鸣狗盗, wie ein Hahn krähen und wie ein Hund stehlen, abwertend geringfügige Kompetenz oder diebisches und betrügerisches Verhalten. Die Tierimitationen von den beiden waren zweifellos fachkundig und auf Profiniveau, aber sie nutzten ihre Talente, um Diebstähle oder Betrügerei zu begehen. Sie sind zwar in vielen Fällen nützlich, aber nicht honorabel. Aus diesem Grund schämten sich die meisten Historiker und Schriftsteller im Altertum für das Verhalten von den beiden und machten sie zu abwertenden Figuren. Es gibt in unserem Alltagsleben fast in jedem Bereich die hochtalentierte Kompetenz, die aber für betrügerisches und diebisches Verhalten eingesetzt wird.
Manche Schriftsteller sind beispielsweise sehr begabt darin, von anderen Autoren zu plagiieren, sodass sie hochproduktiv beliebte Bücher publizieren können. Manche Experten sind hochtalentiert, Dopingmittel zu erforschen, sodass die Sportler die Dopingtests bestehen und höhere Leistungen erzielen können. Manche Verkäufer sind sehr gut bei dem Marketing und verkaufen massenhaft gefälschte und schlechte Produkte an die Kunden. Sie brauchen qualifizierte Fachkunden, um in solchen Bereichen erfolgreich zu sein. Aber es ist eine Tragödie, hohes Talent in der Kehrseite zu gebrauchen. In diesem Fall können solche Hochbegabten die Gesellschaft für mehr schädigen als ihre weniger begabten Berufskollegen. In einer gesunden und aufrichtigen Gesellschaft muss solches Verhalten durch Gesetze reduziert und kontrolliert werden.